Nach den ersten paar Tagen im Iran ist für uns das erste Highlight auf dem Programm gestanden. Nämlich mit dem Besuch der beiden Inseln Keshm und Hormuz. Keshm, mit 136 km Länge, die grösste Insel vom Persischen Golf, hat einige landschaftliche Sehenswürdigkeiten zu bieten. Unter anderem die grösste Salzhöhle der Welt. Und wenn auch Hormuz mit nur 24 km Umfang deutlich kleiner ist, so ist die Insel mit ihren roten Stränden, den safranfarbigen Bächen und der regenbogenfarbigen Höhle nicht weniger spektakulär. Und das Ganze auch noch mit einem entspannten Hippie-Flair. Ihr dürft euch freuen. In Keshm. In der Altstadt hat es noch ganz viele von diesen wunderschönen Windtürmen, die wir euch schon ein paar Mal vorgestellt haben. Das ist jetzt das letzte Mal, wo wir die sehen für ein Zeitchen. Und wenn die TÜV und die Autos nicht wären, würde man sich echt ein bisschen in der Zeit zurückversetzt fühlen. Ja, nachdem wir gestern die Mangroven mit dem Schnellboot erkundet haben, besuchen wir heute die Mangroven von Keshm Island. Und zwar auf eine nachhaltigere Art mit dem Stand-Up-Paddleboard. Ja, und jetzt haben wir gerade eine Einführung ins Stand-Up-Paddleboard bekommen auf Fahrsee. Richtig gemacht, ja, hätten wir nie gedacht. Achtung, wo du das nicht abschleppst, gell? Wir sind jetzt im Hara-Mangrovenwald auf der Nordseite der Insel Keshm. Ja, gestern waren wir auf der anderen Seite vom auf dem Festlandteil von dem Mangrovenwald. Es ist der grösste Mangrovenwald vom Mittleren Osten und der grösste Mangrovenwald weltweit mit genau dieser Mangrovenart, die eben Hara heisst. Die sind besonders widerstandsfähig und können grössere Wasser- und Lufttemperaturunterschiede ausgleichen als andere Mangroven auf der Welt. Und besonders eindrücklich ist natürlich, dass die Mangroven in dem Salzwasser überleben können und das Salzwasser können in dem Sinne Salz rausfiltern und dann Frischwasser haben, um mit dem zu wachsen. Ja. Ja. Also wir haben den grössten Respekt vor diesen Bäumen. Mittagspause bei unserer Mangroventour und hier im Süden isst man gerne relativ gewürztes Essen. Teilweise ein gewisse Einflüsse aus dem Oman, die man merkt. Und wir haben jetzt hier gerade Shrimps mit Reis und dazu noch verschiedene Salate. Und als Dessert, das freut mich schon, Datteln mit Tahini. Sie sind wieder auftaucht, ja.
gesehen haben, wissen vielleicht, dass es dort einen traditionellen Holzschiffbau in der Stadt Surno gibt. Das Gleiche gibt es auch hier auf der Insel Keshem im Iran. Die traditionellen Schiffe, die Leni heissen, hat man früher gebaut. Und auch da ist das ganze Wissen von Mund zu Mund weitergegeben worden. Heutzutage braucht man die immer noch. Die meisten sind aber langsam verfallen. Und die, die man heute noch braucht, die fahren nach Dubai oder nach Sharjah in den Emiraten. دختر همسایه‌شون فکرشون کرد شلوغ یه روز که با دوچرخه باز میداد جلوی او باباش سرش داد کشید اینقدر تو نرو حیوون دختر همسایه با دوستاش بهش خندیدن خوشبختانه اشکشو این بار دیگه ندیدن مرد که گریه نمیکنه 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 چند سال گذشت و تمی یا مرتضی یا علی مردی شد و زن گرفت زنش و دوست داشت ولی زنش با ناراحتی میگفت تو بی احساسی تا حالا نکردی یه گریه اساسی. Ja, wir sind bei der grössten Salzhöhle der Welt. Ja, wenn wir uns überraschen, noch nie in einer Salzhöhle gewesen. Gibt es ja nicht so oft. Nein. Das sieht nur schon von außen sehr speziell aus. Wir sitzen hier in einem Häuschen in der Nähe von der Salt Cave. Und der das Geld verlangt für den Eintritt, hat gefunden, ja, wir können hier einen Tee trinken, hat uns alles übergebracht, Halva, sonst irgendwelche Sachen, Süßigkeiten und Drinks. Und dann hat er uns noch ein Buch von Keshem, Geopark, geschenkt und noch eins vom Geoheritage Atlas auf Iran. Das hat er uns nicht geschenkt. Zum Anschauen, aber das hätten wir nicht mitnehmen können. Es ist mega spannend und da sehe ich jetzt gerade den Zufall, wenn ich gerade die Höhle aufgeschlagen, wo wir vorher sind gefahren. که واسش میریزه مثل یه رود روون اون علی بیچاره یا مرتضی یا حمید از زور ناراحتی دیگه نفسش بارید مرد که گریه نمیکنه 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 مرد که گریه نمیکنه. Ja, wir sind wieder mal in einem traditionellen Gasthaus in Keshem. In Keshem läuft das meiste über solche Community-Tourism, wo Familien ihre Zimmer vermieten und wo man halt ein bisschen auch in die Kultur eintauchen oder Konzerte erleben. Eigentlich mega schön, auch wenn wir öfters nicht zelten. Aber ja, wir geniessen das, wenn es die Möglichkeit gibt. Eine tolle Art, das Leben von der Insel einzutauchen. Wir sind jetzt eine Woche hier im Iran und möchten mal den ersten Eindruck euch schildern von dem Land. Laufen wir los. Ja, nach einer Woche fühlt sich alles nicht mehr so fremd an wie mit den ersten Schritten in dem Land. Es ist schon viel leichter, mit dem Kopftuch umzugehen. Man hat sich an die extrem komplizierte Währung gewöhnt. Ja, oder so.
Und wir haben eine lokale SIM-Karte und können einigermaßen kommunizieren. Ja, wobei das Internet mega langsam ist. Ja. So langsam wie noch nie auf dieser Reise. Generell müssen wir sagen, es ist noch kein Land bis jetzt auf unserer Reise so kompliziert gewesen wie der Iran. So anstrengend. Und wir können uns nur vorstellen, ein Hauch davon, wie das ist für die Leute hier zu leben. Ja, es war wunderbar, hier anzukommen. Es war mega intensiv, die ersten paar Tage. Wir sind nur schon am Fährhafen, haben wir die ersten Einladungen bekommen. Es sind die Stars, die Leute haben uns geholfen. Es war unglaublich, wie gastfreundlich die Leute waren. Das ist definitiv die andere Seite des Iran. Wahnsinnig. Also, und auch wie offen die Leute reden über ihre Meinung und was sie vom Leben im Iran halten. Wir waren völlig überrascht gewesen. Also politisch, religiös, alles. Wie offen. Ja, also wirklich. Jetzt haben wir vorher jemanden angetroffen aus Mashhad, der einen Yoga-Meditationskurs mit anderen Leuten hier im Süden gemacht hat, eine Ferienreise. Wir haben eine Radreisende kennengelernt aus dem Iran, die hier alleine unterwegs war auf der Insel Qeshm. Genau. Also der Iran ist anders, als man sich vorstellt. Wir haben grundsätzlich ganz viele Radreisende aus dem Iran getroffen, in den paar Tagen, wo wir jetzt da sind. Ja, es ist mega speziell. Es ist intensiv, anstrengend auch. Ja. Es kommt uns viel länger vor als erste Woche. Auf dem Weg nach Qeshm-Stadt, wo die Fähren nach Hormuz und Bandar Abbas ablegen, haben wir noch einen Stopp im Stars Valley eingelegt, der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Insel Qeshm. Das aber wohl nur, weil alle anderen Sehenswürdigkeiten deutlich weiter weg und viel schlechter erreichbar sind. Und dann ist es Zeit zum Weiterziehen. Eine Personenfähre bringt uns auf die Insel Hormuz, wo uns ganz einen anderen Vibe erwartet. Ich bin im Hippie-Paradies gelandet, im Iran. Auch wenn das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, so geht es doch auf Hormuz ein bisschen lockerer zu und her als im Rest des Landes. Das zieht natürlich Leute an und weil Hormuz auch noch unglaubliche Landschaften zu bieten hat, ist der iranische Tourismus in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Ganz zum Leidwesen der einheimischen Bevölkerung. Aber wir haben es wieder mal genossen, in einem stylischen Café einzukehren können. Übernachtet im Iran. So schön auf der Insel Hormuz sind wir gerade heute mit der Fähre angekommen. Mega Typ Insel, wir da schon ein bisschen angepasst. Ja, ganz ein anderer Teil vom Iran und ja, wunderschöne Inseln. Ja, sind wir gespannt, um die mal zu entdecken. Und jetzt lassen wir ein bisschen der Welle zu. Wie ihr jetzt sicher schon bemerkt habt, ist die Vulkaninsel Hormuz ein geologisches Wunder, das weltweit einzigartig ist. Extravagante Formen und Farben, die durch Erdbewegungen und Erosionsprozesse entstanden sind. Die hohe Konzentration von Eisenoxid im Boden führt zu dieser charakteristisch roten Färbung der Inseln. Doch es lohnt sich, insgesamt mehr als 70 unterschiedliche Mineralien auf der Insel finden, die zu der Entstehung von einer marsähnlichen Landschaft mit ockerfarbenen Flüssen und weißen Salzsäulen beigetragen haben. Eine richtige Regenbogenlandschaft also. Keine Überraschung ist die Insel Inspiration für Künstler und Aussteiger, die sich hier niedergelassen haben. Es gibt keine Autofähre auf der Insel, das heisst, man ist mit dem Töffli oder mit dem Tuk-Tuk macht man eine Inselrundfahrt. Die Insel ist nicht sehr gross. Ja. Wie lange geht es eigentlich rundum? 24 Kilometer, so? Ja, 24 Kilometer. Man muss aber etwa 4-5 Stunden einrechnen, je nachdem, wie viel Mal dass wir anhalten und Sachen anschauen. Mhm. Und wir gehen jetzt zu einem schönen Aussichtspunkt. Genau.
Und im ganzen Trubel haben wir bei diesem Hütchen vorne etwas gefunden zum Essen. Ja, Shrimp Samosa und Falafel Sandwich. Yeah. Ja, Mittagspause mal anders. Ja, und auch etwas einer neuen Lieblingsaktivität hier im Süden vom Iran. Was ist es? Feines Salz. Ganz Boden. Wir laufen hier voll auf Salz umeinander. Das wird das Regenbogental genannt, wo man jetzt durchläuft. Unsere letzte Sehenswürdigkeit auf unserer Runde durch Hormuz. Genau, wir mögen eigentlich langsam nicht mehr, aber es ist immerhin das Highlight, von dem her müssen wir fast. Es hat ja geheißen, im Reiseführer, dass mit dem Auto 4 bis 5 Stunden braucht, um die Insel zu fahren, um alles zu sehen. Und ja, wir sind jetzt auch mit dem Velo seit dem 10 Uhr am Morgen 3, jetzt ist 3. Und wir sind noch nicht einmal rundherum, obwohl es nicht weit ist. Ja, so viele Kilometer haben wir noch nicht gemacht. Es sind, glaube ich, 11, die wir bis jetzt gemacht haben. Stunden mit den 11 Kilometern beschäftigt. Aber schaut so, ja. Das ist unglaublich. Ich habe nie so Farben gesehen. Nach einer weiteren Nacht am Strand ist es Zeit geworden für eine kleine Pause im Ort Hormuz selber, um all das Schöne, was wir bisher im Iran erlebt haben, setzen zu lassen. Aber auch der Ort selber hat viel Charme und auf einem Streifzug durch die Hintergasse sind wir auf Namen gestossen von den beiden Deutschen von weit. Und das ist für uns ganz etwas Besonderes, denn nach einem Vortrag von diesen beiden haben wir uns entschieden, auf die Reise zu gehen. Gwendolyn Wieser und Patrick Altmaier. Genau. Ich meine, wie gross ist die Chance? Irgendwo in einer Hintergasse in Hormuz. Die Welt. Nach 2 weiteren Pausentagen in der Hafenstadt Bandar Abbas, wo wir endlich eine iranische Kreditkarte haben können erwerben, haben wir leider Abschied nehmen vom Persischen Golf. Im nächsten Video geht es ins Landesinnere, wo wir die historischen Lehmstädte Bam und Rayen erkundet und von Kerman einen Ausflug in die Wüste Lut unternehmen.